Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute ist für viele von euch hochrelevant, besonders für diejenigen, die in Deutschland leben, arbeiten oder studieren, aber nicht hier aufgewachsen sind. Interkulturelle Kommunikation im Beruf. Wie kommuniziert man erfolgreich mit Menschen aus anderen Kulturen? Warum entstehen Missverständnisse, obwohl alle dasselbe wollen? Und was kann man konkret tun, um interkulturelle Kompetenz aufzubauen? Wir lernen heute 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau. Und am Ende werdet ihr interkulturelle Situationen auf Deutsch beschreiben und analysieren können. Los geht's! Thomas, lass uns mit der Grundlage anfangen. Was verstehst du unter interkultureller Kommunikation? Für mich ist interkulturelle Kommunikation jede Form von Austausch zwischen Menschen, die aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen stammen und daher unterschiedliche Werte, Normen und Kommunikationsstile mitbringen. Das klingt abstrakt, aber im Alltag ist es sehr konkret. Ein Beispiel. In Deutschland gilt Pünktlichkeit als Zeichen von Respekt. Wer zu einem Geschäftstermin 10 Minuten zu spät kommt, ohne vorher Bescheid zu sagen, sendet ein negatives Signal. In anderen Kulturen, zum Beispiel in Teilen Lateinamerikas oder im Nahen Osten, ist Zeit flexibler. 10 Minuten Verspätung sind dort völlig normal und bedeuten nichts über Respekt oder Professionalität. Und genau da entsteht das Problem. Beide Seiten urteilen anhand ihrer eigenen kulturellen Brille, aber die andere Seite trägt eine andere Brille. Und keine der beiden Brillen ist falsch. Das Konzept der kulturellen Brille ist wichtig. Jeder Mensch sieht die Welt durch die Filter seiner eigenen Sozialisation. Diese Filter sind so selbstverständlich, dass man sie meist gar nicht bemerkt, bis man auf jemanden trifft, der eine andere hat. Der Anthropologe Edward Hall hat das gut beschrieben. Er unterschied zwischen monochronen Kulturen, die Zeit linear planen, eine Sache nach der anderen, und polychronen Kulturen, die mehrere Dinge gleichzeitig tun und Zeit flexibler handhaben. Deutschland ist ein klassisches Beispiel für eine monochrone Kultur. Japan ebenfalls. Während viele arabische, südeuropäische und lateinamerikanische Kulturen eher polychron sind. Und weder monochron noch polychron ist besser. Beide Systeme haben Stärken und Schwächen. Das Problem entsteht nur, wenn man nicht weiß, dass der andere ein anderes System hat. Der niederländische Kulturwissenschaftler Geert Hofstede hat ein sehr nützliches Modell entwickelt, die kulturellen Dimensionen. Magst du die wichtigsten kurz erklären? Gerne. Die erste Dimension: Machtdistanz. Sie beschreibt, wie stark eine Gesellschaft Hierarchien akzeptiert. In Ländern mit hoher Machtdistanz, zum Beispiel Malaysia oder die Philippinen, erwartet man, dass der Chef entscheidet und die Mitarbeitenden folgen. In Deutschland ist die Machtdistanz eher niedrig. Mitarbeitende sprechen den Chef mit Vornamen an, widersprechen offen in Meetings, erwarten Mitspracherecht. Für jemanden aus einer Hochmachtdistanzkultur kann das geradezu unrespektvoll wirken. Die zweite Dimension: Individualismus versus Kollektivismus. Deutschland ist sehr individualistisch. Der Einzelne, seine Leistung, seine Karriere stehen im Vordergrund. In kollektivistischen Kulturen wie Japan, China oder vielen afrikanischen Gesellschaften ist die Gruppe, die Familie, das Team wichtiger als das Individuum. Das erklärt viele Missverständnisse. Ein chinesischer Mitarbeiter, der eine Entscheidung nicht allein trifft, sondern erst die Gruppe konsultiert, wirkt auf einen deutschen Kollegen vielleicht zögerlich oder unsicher. Dabei ist er einfach kollektivistisch sozialisiert. Er handelt genau richtig, nach seinen kulturellen Normen. Dritte Dimension: Unsicherheitsvermeidung. Deutschland hat eine hohe Unsicherheitsvermeidung. Man liebt Regeln, Strukturen, Verträge, klare Zuständigkeiten. Kulturen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung, wie viele skandinavische oder angelsächsische, sind flexibler, spontaner, risikofreudiger. Lass uns konkreter werden. Welche interkulturellen Missverständnisse begegnest du am häufigsten im beruflichen Kontext? Das Ja-Problem. In vielen asiatischen Kulturen bedeutet Ja nicht unbedingt Zustimmung. Es kann bedeuten, ich höre, was du sagst, oder
Ich möchte die Situation nicht unangenehm machen. Deutsche Kollegen interpretieren es als Zusage und sind dann frustriert, wenn nichts passiert. Das nenne ich das Gesicht-Wahren-Phänomen. In kollektivistischen und hierarchischen Kulturen ist das öffentliche Ansehen extrem wichtig. Jemanden direkt zu kritisieren, besonders vor anderen, ist ein schwerer Verstoß, der die Zusammenarbeit dauerhaft beschädigen kann. Und Deutsche, die direktes Feedback als professionell und respektvoll verstehen, ahnen gar nicht, welchen Schaden sie damit anrichten können. Das andere Extrem? Schweigen. In Deutschland gilt Schweigen in einem Meeting oft als Zeichen von Desinteresse. In japanischer oder finnischer Kultur bedeutet Schweigen Nachdenken und Respekt. Man spricht nicht, bevor man nicht wirklich durchdacht hat, was man sagen will. Der Schlüssel zu allen diesen Situationen ist derselbe: Neugierde statt Urteil. Wenn etwas fremd oder seltsam wirkt, zuerst fragen, nicht urteilen. Ich verstehe das noch nicht ganz. Kannst du mir erklären, wie das bei euch normalerweise läuft? Diese Haltung, offene Neugierde, ist die wichtigste Grundlage für interkulturelle Kompetenz. Nicht Wissen über alle Kulturen, sondern die Bereitschaft zu fragen, zuzuhören und die eigene Perspektive zu relativieren. Ausdruck 1. Interkulturell. Bedeutung: zwischen verschiedenen Kulturen stattfindend, mehrere Kulturen betreffend. Beispiel 1. Interkulturelle Kompetenz ist in globalen Unternehmen eine unverzichtbare Fähigkeit. Beispiel 2. Interkulturelle Missverständnisse entstehen oft nicht aus böser Absicht, sondern aus Unwissenheit. Ausdruck 2. Die Sozialisation. Bedeutung: der Prozess, durch den ein Mensch die Werte, Normen und Verhaltensweisen seiner Gesellschaft erlernt. Beispiel 1. Durch die Sozialisation in Deutschland lernt man früh, Pünktlichkeit als Respekt zu verstehen. Beispiel 2. Unterschiedliche Sozialisationen führen zu unterschiedlichen Erwartungen im Berufsalltag. Ausdruck 3. Die Machtdistanz. Bedeutung: das Ausmaß, in dem weniger mächtige Mitglieder einer Gesellschaft Ungleichheiten akzeptieren. Beispiel 1. In Kulturen mit hoher Machtdistanz ist es unüblich, dem Vorgesetzten zu widersprechen. Beispiel 2. Deutschland hat eine vergleichsweise niedrige Machtdistanz. Mitsprache wird erwartet. Ausdruck 4. Der Kollektivismus. Bedeutung: eine Werthaltung, bei der die Gruppe, Familie oder Gemeinschaft über dem Individuum steht. Beispiel 1. In kollektivistischen Kulturen werden Entscheidungen oft gemeinsam in der Gruppe getroffen. Beispiel 2. Das Verständnis von Kollektivismus hilft, das Verhalten asiatischer Kollegen besser einzuordnen. Ausdruck 5. Das Gesicht wahren. Bedeutung: das öffentliche Ansehen und die Würde einer Person schützen, besonders in der Gruppe. Beispiel 1. In vielen asiatischen Kulturen ist es wichtig, das Gesicht zu wahren, Kritik wird nie öffentlich geäußert. Beispiel 2. Wer in einer Sitzung jemanden bloßstellt, riskiert, die Zusammenarbeit dauerhaft zu beschädigen. Ausdruck 6. Die Unsicherheitsvermeidung. Bedeutung: das Bedürfnis einer Gesellschaft, Unsicherheit durch Regeln und Strukturen zu minimieren. Beispiel 1. Deutsche Unternehmen haben durch hohe Unsicherheitsvermeidung oft sehr klare Prozesse und Verträge. Beispiel 2. Kulturen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung reagieren flexibler auf unvorhergesehene Situationen. Ausdruck 7. Die kulturelle Brille. Bedeutung: die eigene kulturell geprägte Perspektive, durch die man Situationen wahrnimmt und bewertet. Beispiel 1. Jeder trägt eine kulturelle Brille. Sie ist so vertraut, dass man sie meist gar nicht bemerkt. Beispiel 2. Interkulturelle Kompetenz beginnt damit, die eigene kulturelle Brille zu erkennen und zu hinterfragen. Ausdruck 8. Monochron. Bedeutung: eine zeitliche Orientierung, bei der Dinge nacheinander und nach festen Plänen erledigt werden. Beispiel 1. Deutsche Arbeitskulturen sind typischerweise monochron. Meetings beginnen und enden pünktlich. Beispiel 2. Monochrone.
Menschen empfinden Unterbrechungen und Planänderungen als störend und respektlos. Ausdruck 9. Polychron. Bedeutung: eine zeitliche Orientierung, bei der mehrere Dinge gleichzeitig und flexibel gehandhabt werden. Beispiel 1. In polychronen Kulturen ist es normal, ein Meeting zu unterbrechen, um einen Anruf entgegenzunehmen. Beispiel 2. Polychrone Menschen sehen Flexibilität als Stärke, nicht als Zeichen von Desorganisation. Ausdruck 10. Die Hierarchie. Bedeutung: eine Rangordnung, in der Personen oder Positionen nach Macht und Autorität gegliedert sind. Beispiel 1. In Unternehmen mit flachen Hierarchien sprechen alle Mitarbeitenden direkt miteinander. Beispiel 2. Wer aus einer Kultur mit starken Hierarchien kommt, findet deutsche Offenheit oft überraschend. Ausdruck 11. Relativieren. Bedeutung: etwas in Relation zu anderen Dingen setzen, die absolute Gültigkeit einer Aussage abschwächen. Beispiel 1. Interkulturelle Kompetenz bedeutet, die eigene Perspektive zu relativieren und andere Sichtweisen zuzulassen. Beispiel 2. Man muss die eigenen Werte nicht aufgeben, um sie zu relativieren. Man erkennt nur, dass andere ebenso valid sind. Ausdruck 12. Die Stereotype. Bedeutung: vereinfachte, verallgemeinernde Vorstellungen über Gruppen von Menschen. Beispiel 1. Stereotype über andere Kulturen können hilfreich als erster Orientierungspunkt sein, aber nie als Urteil. Beispiel 2. Nicht jeder Deutsche ist pünktlich, nicht jeder Südeuropäer ist unpünktlich. Stereotype sind Verallgemeinerungen. Ausdruck 13. Die Anpassungsfähigkeit. Bedeutung: die Fähigkeit, sich an neue Situationen, Umgebungen oder Anforderungen anzupassen. Beispiel 1. Anpassungsfähigkeit ist eine der wichtigsten Kompetenzen in internationalen Arbeitsteams. Beispiel 2. Wer seine Kommunikation dem kulturellen Kontext anpassen kann, wird als Führungskraft besonders geschätzt. Ausdruck 14. Die Empathie. Bedeutung: die Fähigkeit, die Gefühle und Perspektiven anderer Menschen zu verstehen und nachzuempfinden. Beispiel 1. Empathie ist die Grundlage jeder interkulturellen Kommunikation. Ohne sie bleibt es Technik. Beispiel 2. Kulturelle Empathie bedeutet, sich in die Lage von jemandem zu versetzen, der eine andere Weltanschauung hat. Ausdruck 15. Die Weltanschauung. Bedeutung: die grundlegende Sicht auf die Welt, das Leben und die Stellung des Menschen darin. Beispiel 1. Verschiedene Weltanschauungen führen zu verschiedenen Prioritäten im Beruf und im Leben. Beispiel 2. Eine Weltanschauung zu verstehen bedeutet nicht, sie zu teilen, sondern sie zu respektieren. Ausdruck 16. Der Konsens. Bedeutung: eine Übereinstimmung oder Einigkeit, die durch Diskussion und gegenseitiges Einverständnis erreicht wurde. Beispiel 1. In japanischen Unternehmen werden Entscheidungen oft im Konsens getroffen. Das dauert länger, schafft aber mehr Bindung. Beispiel 2. Deutschen fehlt manchmal die Geduld für konsensbasierte Entscheidungsprozesse anderer Kulturen. Ausdruck 17. Die Toleranz. Bedeutung: die Bereitschaft, Meinungen, Verhaltensweisen oder Eigenschaften zu akzeptieren, die von den eigenen abweichen. Beispiel 1. Toleranz gegenüber anderen Kulturen bedeutet nicht, alles gut zu finden, sondern es zu akzeptieren. Beispiel 2. Interkulturelle Toleranz ist eine Grundvoraussetzung für funktionierende internationale Teams. Ausdruck 18. Das Vorurteil. Bedeutung: eine vorgefasste, meist negative Meinung über eine Gruppe, die nicht auf persönlicher Erfahrung basiert. Beispiel 1. Vorurteile über andere Kulturen können die Zusammenarbeit belasten, auch wenn sie unbewusst sind. Beispiel 2. Vorurteile zu erkennen und zu hinterfragen ist ein wichtiger Schritt zur interkulturellen Reife. Ausdruck 19. Die Kommunikationsbarriere. Bedeutung: ein Hindernis, das effektive Kommunikation zwischen Menschen oder Gruppen erschwert oder verhindert. Beispiel 1.
Sprachliche und kulturelle Kommunikationsbarrieren können in internationalen Teams zu Missverständnissen führen. Beispiel 2. Aktives Zuhören und Nachfragen helfen, Kommunikationsbarrieren abzubauen. Ausdruck 20. Interkulturelle Kompetenz. Bedeutung: die Fähigkeit, effektiv und respektvoll mit Menschen aus anderen Kulturen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Beispiel 1. Interkulturelle Kompetenz ist heute eine der gefragtesten Schlüsselqualifikationen im globalen Arbeitsmarkt. Beispiel 2. Sie entwickelt sich durch Neugier, Reflexion und die Bereitschaft, die eigene Perspektive zu erweitern. Im zweiten Teil schauen wir uns 4 konkrete Szenarien an und wie man sie mit interkultureller Kompetenz erfolgreich meistert. Das internationale Meeting ist ein Klassiker. Thomas aus Deutschland will Effizienz, Agenda, Entscheidungen, Ergebnisse. Kenji aus Japan braucht Zeit, Konsens, Beziehungsaufbau, keine öffentliche Kritik. Lösung: die Agenda vorher verschicken. Allen Teilnehmenden Zeit geben, sich vorzubereiten. Kritisches Feedback bilateral und privat geben, nicht im Meeting vor allen. Pausen einplanen, in denen informell gesprochen werden kann. Und ganz wichtig, Schweigen als Denken interpretieren, nicht als Desinteresse. Fragen statt Urteilen. Feedback ist eine der heikelsten interkulturellen Situationen. Deutsche geben direktes, sachliches Feedback und meinen es konstruktiv. Mitarbeitende aus kollektivistischen Kulturen empfangen es als persönlichen Angriff. Die Lösung liegt nicht darin, kein Feedback zu geben, sondern darin, es kulturell angepasst zu formulieren. Mehr Kontext geben, Stärken zuerst nennen, privat statt öffentlich und die Beziehung immer betonen. Ich schätze deine Arbeit sehr und ich möchte dir ein paar Ideen geben, wie wir gemeinsam noch besser werden können. Das ist dieselbe Information, aber kulturell verpackt. Deutsche starten oft sofort mit der Aufgabe. Kein Smalltalk, kein Kennenlernen, direkt zum Thema. In vielen Kulturen, arabisch, lateinamerikanisch, südeuropäisch, muss die Beziehung zuerst aufgebaut werden, bevor Geschäfte möglich sind. Ein arabischer Geschäftspartner, dem man direkt einen Vertrag hinlegt, ohne vorher Tee getrunken und über die Familie gesprochen zu haben, fühlt sich respektlos behandelt. Die Investition in Beziehungsaufbau zahlt sich langfristig aus. Wer Geduld hat, gewinnt Vertrauen. Und Vertrauen ist in vielen Kulturen die wichtigste Geschäftsgrundlage. Zum Abschluss: wie entwickelt man interkulturelle Kompetenz, praktisch und gezielt? Erstens. Kulturmodelle kennenlernen. Hofstede, Hall, Trompenas. Nicht um Vorurteile zu bestätigen, sondern um erste Orientierung zu bekommen. Zweitens: Erfahrungen sammeln. Reisen, internationale Teams, sprachliches Eintauchen. Nichts ersetzt echten Kontakt. Drittens. Reflexion. Nach interkulturellen Situationen fragen, was hat mich überrascht? Was habe ich falsch eingeschätzt? Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Und viertens, und das ist das Wichtigste, die Haltung der Demut. Nicht ich weiß, wie es richtig geht, sondern es gibt viele Wege, wie es richtig gehen kann. Diese Haltung öffnet Türen, die Arroganz für immer verschlossen hält. Interkulturelle Kompetenz ist keine Fertigkeit, die man einmal erlernt und dann hat. Sie ist eine lebenslange Haltung. Neugierig, offen, lernbereit. Das war unsere Folge über interkulturelle Kommunikation im Beruf. Eines der wichtigsten Themen in unserer globalisierten Welt. Wir haben heute 20 wichtige Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Sozialisation und Machtdistanz, über Gesicht wahren und Polychron bis hin zu interkulturelle Kompetenz. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Welche interkulturelle Situation habt ihr selbst erlebt? Im Beruf, im Studium oder im Alltag? Was hat euch am meisten überrascht? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden 2. Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bleibt neugierig. Tschüss.